Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Kayo und heute zeige ich euch eins meiner Lieblingsreiseziele und zwar Thailand. In diesem Video bekommt ihr Tipps und Inspiration, falls ihr selbst mal vorhabt, nach Thailand zu reisen, und ich zeige euch meine Favorite Spots und was wir dort so gemacht haben. Let's go! Alles hat am Flughafen in Frankfurt begonnen. Von hier aus sind wir mit Zwischenstopp knapp 16 Stunden nach Bangkok geflogen. Dort angekommen haben wir erstmal die Stadt via Tuk-Tuk erkundet und verschiedene Tempel angeschaut. Tempel Nummer 1 war Wat Arun. Der Tempel ist wirklich mega schön, aber als wir dort waren, war er leider etwas überfüllt. Um Menschenmassen zu vermeiden, besuchte den Tempel am besten früh morgens und unter der Woche. Der zweite Tempel, den wir besucht haben, heißt Wat Benjamin Phophet oder wie auch immer man das ausspricht. Ich fand den Tempel fast noch schöner als den ersten. Das Gelände ist mega weitläufig, wodurch sich die Menschenmassen gut verteilen und der Tempel nicht so überfüllt wirkt. In Bangkok könnt ihr wirklich schöne und luxuriöse Hotels für super wenig Geld bekommen. Wir waren hier zum Beispiel im Quarter Ari mit dieser krassen Aussicht und Infinity Pool und Frühstück für 30 €. Also wenn ihr zu zweit reist, sind das nur 15 € die Nacht. Crazy! Apropos crazy und verrückt. Bangkok ist definitiv eine lebendige Stadt. Wir waren hier beispielsweise auf der Khao San Road und hier gibt es gefühlt nichts, was es nicht gibt. Nach 2 aufregenden Tagen in Bangkok ging es dann weiter nach Krabi. Es sieht aus, als würde ich reden, aber eigentlich ist es ein Voice-Over. Whatever. Auf jeden Fall hatten wir sehr viel Glück mit der Beinfreiheit, was diesen Flieger betrifft. Shoutout an die nette Mitarbeiterin, die uns Plätze am Notausgang gegeben hat. Aber jetzt genug mit den unnötigen Informationen. Ich zeige euch, was wir so in Krabi gemacht haben. Für uns ging es dann vom Airport in Krabi direkt nach Railly. Wenn ihr mich fragt, einer der schönsten Orte in ganz Thailand. Railly ist zwar mit dem Festland verbunden, aber aufgepasst, hier führt keine Straße her, weil die Halbinsel komplett vom Dschungel umgeben ist. Ihr müsst also mit dem Boot anreisen, aber dafür bietet die Insel neben traumhafter Natur auch coole Bars und Restaurants, in denen ständig Bob Marley Musik gespielt wird. Der Railly Beach ist definitiv einer der schönsten Strände, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Er ist umgeben von riesigen Kalksteinfelsen und die Natur sieht einfach atemberaubend aus. Wenn ihr allerdings in der Hauptsaison reist, dann versucht möglichst früh an den Strand zu gehen, weil sonst ist er relativ überfüllt. Nach knapp 1,5 Tagen auf Railly ging für uns die Reise von dort aus weiter nach Koh Yao Yae. Wir sind von Railly nach Koh Yao Yae für knapp 800 Baht mit dem Speedboat gefahren. Jem wurde durch das Auf und Ab im Speedboat leider etwas seekrank, aber er hat's überlebt. Koh Yao Yae liegt übrigens zwischen Railly und Phuket, aber im Vergleich zu den anderen beiden kennen viele die Insel noch gar nicht. In Koh Yao Yae angekommen, haben wir uns erstmal auf den Weg zum Hotel gemacht. Hier kommt ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr mich fragt, sind die Preise in Thailand zu 90% verhandelbar. Wenn ihr etwas Verhandlungsgeschick besitzt, kann es sich definitiv lohnen, die Zimmer erst vor Ort zu buchen. Natürlich haben wir selbst auch verhandelt und wir haben dieses Zimmer im Vergleich zur Online-Buchung für knapp den halben Preis bekommen. Manche Hotels sind nämlich nicht immer ganz ausgebucht und bevor die Hotels gar keine Gäste nehmen, nehmen sie lieber Gäste für etwas weniger Geld. Und wenn ihr dann vor Ort seid und verhandelt, dann bekommt ihr echt oft super Deals. Für diese schöne Poolvilla mit Outside-Shower und sogar kleinem Jacuzzi haben wir die Nacht nur knapp 40 € bezahlt. Was soll ich dazu sagen? Darauf geht's erstmal in den Pool. Nach dem Check-in und der kurzen Abkühlung im Hotel ging es für uns dann direkt weiter. Wir haben uns Roller ausgeliehen und sind an den Hua Laem Beach gefahren. Wenn ihr mich fragt, sieht der Strand aus wie von einer Postkarte. Und das Krasse dabei war, wir hatten den kompletten Strand für uns alleine. Allgemein sind wir während unserer Zeit auf Koh Yao Yae fast kaum anderen Touristen begegnet. Wenn ihr mich fragt, ist die Insel perfekt für diejenigen, die schöne Natur abseits vom Massentourismus genießen möchten. Aber ich befürchte, das Ganze könnte sich wie bei anderen Inseln auf Thailand innerhalb der nächsten Jahre leider ändern.
Auch die schönen Dinge im Leben enden irgendwann mal, also haben wir Koh Yao Yai nach 1,5 Tagen verlassen. Aber es ging für uns direkt weiter zur nächsten Destination. Mit dem Speedboat sind wir von Koh Yao Yai nach Ao Nang gereist. In Ao Nang haben wir eine Elephant Sanctuary besucht. Das ist ein ethisches Schutzgebiet, in dem Elefanten nicht geritten werden dürfen und sich frei bewegen können. Das Ganze ist zwar nicht ganz billig, aber durch das Geld der Besucher und durch Spenden werden die Elefanten tierärztlich versorgt und damit kann auch das Stück Land finanziert werden, auf dem die Elefanten leben. Okay, kurze Pause. Jem wurde einfach von oben bis unten komplett mit Schlamm nass gemacht vom Elefanten. For what is it used? The poop? Dry cloth and paper. Ah, Paper. Okay. Und ja, falls ihr es nicht wusstet, man kann aus Elefantenkacke Papier machen. So viel dazu. Nach dem Besuch bei den Elefanten ging es für uns von Ao Nang über das Festland und mit der Fähre nach Koh Lanta. In Koh Lanta angekommen, haben wir dann erstmal eingecheckt, für alle, die es interessiert. Der Hotelname ist Moonlight Exotic Bay. Das Hotel ist echt schlicht gehalten, aber es ist ein kleines, süßes Bungalow mit Badezimmer und Dusche und jetzt passt auf, mit super fancy gefalteten Badehandtüchern. Wenn ihr mich fragt, ist das Schönste aber die Lage direkt am Strand und abends das Meeresrauschen zu hören, wenn man auf der Terrasse chillt. Nach dem Check-in im Hotel haben wir dann erstmal die Insel per Roller erkundet und sind an den Bamboo Bay gefahren. Nach ein paar gechillten Stunden am Strand haben wir dann oberhalb des Bamboo Bays dieses coole Restaurant entdeckt. Wir haben hier mega leckeres Curry gegessen und Thai-Eistee getrunken. Ich bin übrigens besessen von Thai-Eistee, ich liebe es. Und ja, das alles bei dieser mega schönen Aussicht. Nachspeise, das ist der gefühlt 100. Mango Sticky Rice hier. Und Jem probiert Banane mit Kokosmilch. Ist gut? Bitte. Am nächsten Morgen habe ich mich dann nach dem Frühstück auf den Weg gemacht, um einen Wasserfall zu erkunden. Ich hatte diese tolle Karte, die mir den Weg zum Wasserfall zeigen sollte. Jem hat sich ein bisschen unwohl gefühlt, 1 Stunde durch den Dschungel zu wandern, also bin ich allein gegangen. Also wirklich Mutterseelen alleine über irgendwelche Wege, die gar keine Wege waren, kleinere Flüsse durchquert und das alles noch mit der Drohne im Rucksack. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und hey, eine Schlange habe ich auch gesehen. Das war wirklich ein Abenteuer, aber nach knapp 1 Stunde habe ich dann endlich den Wasserfall gefunden. Abends nach dem Wasserfall sind wir dann noch gemeinsam auf den Night Market gegangen. Hier gibt es mega leckeres Streetfood. Koh Lanta ist, glaube ich, meine Lieblingsinsel in Thailand. Ich mag es einfach, dass es nicht so krass touristisch ist, aber man kann trotzdem mega viel unternehmen. Nach ein paar mega schönen Tagen auf Koh Lanta hieß es dann auch leider Abschied nehmen. Und wir haben uns auf den Weg zu unserer nächsten und letzten Insel unserer Thailandreise gemacht. Koh Phi Phi ist so ziemlich das Gegenteil von Koh Yao Yai. Die Insel steht für ausschweifende Partys und durchzechte Nächte. Wenn ihr mich fragt, ist Koh Phi Phi der thailändische Ballermann. Manche finden es zwar ganz cool, aber für uns war es irgendwann zu viel. Wir haben deshalb bewusst ein Hotel auf der anderen Seite der Insel gebucht, abseits von partywütigen und betrunkenen Touristen. Schon die Anreise war ein Erlebnis. Weil das Wasser so flach ist und es dort keinen Steg gibt, können die Boote nicht ganz nach vorne fahren. Also hat uns ein Traktor abgeholt.
Unsere Zeit hat sich dann leider dem Ende geneigt und es waren wirklich unglaublich schöne Tage. Ich kann jedem nur empfehlen, Thailand einmal zu besuchen. Es lohnt sich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Ihr müsst nicht, aber ihr solltet, weil hier kommt cooler Content. Bis dahin, peace out.